Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Der Film Verfluchtes Land aus dem Jahr 1941 mit einer Spielzeit von 98 Minuten ist die Verfilmung von The Shepherd of the Hill, einem Roman, einem christlich geprägten Roman aus dem Jahr 1907 von Harold Bell Wright, der bereits zuvor als Stummfilm zweimal verfilmt wurde, 1919, 1928. Der Film spielt in den Ozark Mountains in Missouri. Er handelt von einem jungen, wütenden Mann, einem Matt Matthews, der als Junge mit seiner sterbenden Mutter vom Vater verlassen wurde und schwor, den Vater zu töten, sollte er dieser jemals wieder zurückkommen, er ihn treffen. Der Film beginnt dann inhaltlich, als ein Fremder in die Stadt kommt, der ein Stück Land, das die Einwohner als verflucht ansehen, weil dort das Haus von Matts Mutter stand, sein Elternhaus. Der Geist seiner Mutter soll wohl dort noch umgehen. Das Gebiet der Moaning Meadows will der Fremde aber unbedingt kaufen und er will sich dort niederlassen. Er wird von Matt entsprechend unterkühlt begrüßt. Er ist nicht mit diesem Kauf einverstanden und auch mit der Gemeinschaft vor Ort kommt es zu ein paar Konflikten. Der Film unter der Regie von Henry Hathaway, mit dem John Wayne ja auch Filme wie Die vier Söhne der Cathy Elder oder Der Marshall verbrochen hat. Man dürfte den Regisseur auch kennen, unter anderem von Niagara mit Marilyn Monroe. Ein großer, der viele Filme gemacht hat. Großer Regisseur. Der Film wurde hauptsächlich gedreht im Gebiet um Kalifornien, am Big Bear Lake, am Barnett's Lake in Moonridge und zum Teil auch in Bronson, Missouri und natürlich in den Paramount Studios in Hollywood, Los Angeles. Der Film wird zwar oft als Western aufgeführt, ich würde ihn aber eher bezeichnen als Melodram und das Ganze in einem Western-Setting. Es gibt ein paar grundlegende Züge eines Westerns, die der Film enthält, aber gerade er wird ja auch er wird beworben mit John Wayne in der Hauptrolle und von John Wayne ist man wahrscheinlich eine wenig andere Art von Western gewohnt, als man hier geliefert bekommt. Also hier ein bisschen Obacht, das könnte etwas irreführend sein. John Wayne haben wir hier auch den jungen John Wayne vor allem als Hauptdarsteller aufgeführt, wobei ich sagen würde, er hat eine der wichtigsten Rollen, aber nicht die Hauptrolle, wenn man sich den Film mal genauer ansieht. Er spielt seine Rolle relativ ordentlich. Er hat zwei längere Monologe auch im Film, die wirklich gut sind. Und schön mal John Wayne hier in einer nicht ganz so typischen Western-Rolle zu sehen. Es ist ein bisschen anders geprägt, das Ganze, aber er kann es überzeugend drüber bringen. Es ist übrigens auch sein erster Film, den er in Technicolor gedreht hat. Er spielt im Prinzip einen schon irgendwie den klassischen aufrechten Mann, den aufrechten Amerikaner, der Blutrache geschworen hat und ja, das ist so vielleicht der kleine Haken an der Sache. Die Rolle würde passen, aber die Figur ist dann am Ende dann doch wieder zu heroisch, vielleicht nicht ganz, aber zu aufrecht, ja, dass man ihm diese Blutrache dann wirklich abnimmt. Also bei mir hat es da ein wenig, ich habe es ihm nicht ganz abgenommen, aber zumindest das Ganze ist schon gut gespielt, wenn auch der Hintergrund lässt ein paar Zweifel im Raum stehen. Ähm, Die eigentliche Hauptrolle gehört eigentlich Harry Carey in dem Film, der diesen Fremden spielt, Daniel Howard, der in die Stadt kommt, ein Mann, der sich gut zu helfen weiß, der eine sehr dominante und auch sehr positive Ausstrahlung mit sich bringt. Er hat einige Szenen im Film, wo er fast als zugespitzt wie ein Heiliger wirkt, wenn er dann ein krankes Kind heilt und das ist einer der Punkte, man muss in dem Film durchaus manchmal ein bisschen resistent sein gegen Kitsch, aber
das hat der Film gut im Griff, wenn man mal drin ist. Aber hier auf jeden Fall die Rolle von Harry Carey ist, würde ich mal sagen, die zum einen die Rolle, die am meisten Spielzeit innehat, am zentralsten im Film wirkt. Und es gibt eine sehr mächtige Szene im Film, in der die Figur das Elternhaus von Matt besucht und eine Szene, die komplett ohne Worte auskommt und trotzdem eigentlich alles vermittelt, was die Szene benötigt. Sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Sehr interessant inszeniert. Und der heimliche Star des Films für mich ist aber eigentlich Betty Field als Sammy Lane, eine kleine burschikose, will jetzt nicht sagen Hinterwäldlerin, aber ich meine, wir reden hier von Ozark, Missouri. Das sind Leute, die sehr abgelegen, alle sehr abgelegen leben. Und das ist schon so ein bisschen diese Ecke, da wird halt noch der Schnaps heimlich gebrannt, der Moonlight Whisky. Und das ist schon im Prinzip, das Klischee wird schon ein wenig bedient. Jedenfalls spielt sie eine der sympathischsten Figuren im Film, eine Figur, die mit allen anderen Charakteren immer gut vermitteln kann und die Ausstrahlung der Figur ist einfach sehr positiv, sympathisch und ich fand das von der Darstellerin Betty Field unglaublich gut gespielt und die hat hier für mich schon den einen oder anderen Pluspunkt verdient. Also übrigens gibt es in dem Film eine Szene, in der sie sich umzieht und man ihren bloßen Rücken sieht. Das hat damals bei den verantwortlichen Studiochefs für Empörung gesorgt. Hathaway und Ford haben aber versichert, dass für die Szene natürlich ein männliches Double ausgewählt wurde. Jahre später haben dann aber John Wayne und Betty Field offenbart, dass sie das nicht gedoubelt haben, dass sie das wirklich war. Oh, schreckliche Schande. Ja, damals war die Zeit noch etwas anders. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man sagen, der Film, wenn er auch jetzt auf eine christliche Parabel im Prinzip zwischen Hass und Liebe hinausläuft, wenn man das vielleicht ein bisschen ausblenden kann, hat man einen Film und wenn man sich in den Stil und den Rhythmus mal eingefunden hat, einen Film, der mit wunderschönen Bildern daherkommt, von sonnigen Kalifornien. Das Ganze ist wirklich in schönen Farben gedreht, damals in Technicolor. Man hat eine ganze Riege an interessanten Figuren und Charakteren, die alle ein wenig eigenwillig sind, ihre eigenen kleinen Geschichten mit sich bringt. Wie vorher erwähnt, man sollte eine gewisse Resistenz mitbringen. Gegen Kitsch ist ein Film, der in seine Zeit gehört. Er wurde in den Anfang der 40er gedreht. Das war für die Zeit normal, also unsere heutige Zeit wirkt es vielleicht ein wenig befremdlich, aber ich denke mal, ich glaube da keine Probleme damit und sollte man auch nicht haben. Man sollte immer Filme sehen aus der Zeit, aus der sie stammen und das macht der Film großartig. Also da kann man nichts sagen. Es ist aber unterm Strich kein typischer Western, wie er vielleicht falsch beworben wurde. Es ist auch ein Film, der eher ein wenig unterging unter den Filmen von Henry Hathaway, aber auch unter den Filmen von John Wayne, sicherlich nicht einer der bekanntesten. Aber es ist ein empathisches Melodram, das seine Charaktere richtig gut einsetzt, es ihnen nicht leicht macht, aber mir hat das Ganze gefallen. Ich denke, der Film ist wirklich sehenswert und dafür würde ich dann auch 7 von 10 Punkten geben. Und dann bringen wir es hier auch zu Ende mit dieser Review, mit einer Empfehlung für den Film. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.